Hello and welcome back to LearnGermanGames.com, the only place where you can learn German using games. They are like simulated life. I am Samir, your teacher for today, and remember while we follow the game, the subtitles are in two languages. German is in yellow, English is in blue, and if it's too fast for you, it's probably going to be too fast for you if you're not advanced. Just wait for my explanation. We're gonna pause frequently, then do exercises. Having said that, let's begin. Also, das letzte Mal waren wir im Weltraum. Wir brauchen ein Messer. Wir werden also zurückkehren. Hm. Ein Messer gibt es wohl in der Küche, oder? Hm. Aber wo ist die Küche? Wir müssen die Küche finden. Die Küche ist hier irgendwo, glaube ich. Oder vielleicht hier. Hm. Habe ich mich geirrt? Vielleicht ist die Küche hinter dieser Tür hier. Ja. Oha. Ich kann nicht glauben, dass sie sowas Gefährliches rumliegen lassen würde. Was ist das? Nichts. Also, Christopher, bitteschön. Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas Gefährliches herumliegen lassen würde. Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas Gefährliches herumliegen lassen würde. I can't believe she would leave something so dangerous lying around. He's talking about the son slash computer slash smuggler. We still don't know yet. Yeah. And the other thing you have to notice here is how in English you would say something so dangerous. And even though dangerous is an adjective, in German you make it into sort of a noun that's converted to an adjective. So you might be familiar with the adjective gefährlich. Yeah, when you make it into a noun and you add an S to it to make it something, it becomes like a dangerous thing. Yeah, the thing is implied. Herumliegen is a separable verb to mean lying around. So literally around, lie. Yeah. And as usual, remember when there is das with double S, the conjugated verb goes all the way to the end. Remember that every time you hear das, something should pop up in your head, in your memory, that you should not say the verb right after. Keep it until the very end when you speak. Was ist das? Was ist das? What is that? Also remember that das in German can mean this or that depending on context. Nichts. Nichts. Nothing. Nichts with an S. Yeah. Which is different than nicht. If you're a beginner, don't let that confuse you. Okay, gibt es hier noch irgendwelche Werkzeuge? Warum verschwende ich Zeit in der Küche, wenn ich draußen im Weltall sein könnte? Gute Frage. Mhm. Okay, was haben wir dabei? Wir haben ein Messer und Sauerstoff. Was brauchen wir denn noch?
Ja, wir müssen zurückkehren, glaube ich. Wir brauchen eine Art Kanone. Ah, nicht hier. Vielleicht hier. Ah ja. Hier. Es ist eine Schlagsahnekanone. Und sie gehört mir. Genau. Colleen, du bist jetzt dran. Warum verschwende ich Zeit in der Küche, wenn ich draußen im Weltall sein könnte? Warum verschwende ich Zeit in der Küche, wenn ich draußen im Weltall sein könnte? Why am I wasting time in the kitchen when I could be out in outer space? Das Verb hier ist verschwenden. To waste. Here it's conjugated with ich. You can see it on the left. Ich verschwende. Yeah. You can notice here, by the way, even in questions, the conjugated verb is in the second position. Yeah, we start with the question word, and then right after that, we go to the verb. Also remember that when in German is sometimes translated as if, sometimes as when, depending on context. This is why we always teach in context here, because it's crucial for learning, yeah? Es ist eine Schlagsahnekanone. Es ist eine Schlagsahnekanone. Die Schlagsahne is whipped cream. Lecker. So it's a whipped cream cannon. Who wouldn't like something like that? But maybe with not too much sugar. Und sie gehört mir. Und sie gehört mir. Das Verb hier ist gehören. To belong, if you're a beginner, don't confuse this verb with the verb hören. It's not a conjugation of to hear, yeah? It's a verb on its own to mean to belong. And one thing it has that's special is that it takes a dative case, yeah? Das gehört mir, that belongs to me. Sie gehört mir, he used sie, because it's die Kanone, so die Schlagsahne-Kanone. Whenever you have a composed word, it takes the gender of the second one. Okay, jetzt haben wir also eine Kanone. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Hallo, wo waren wir denn? Ich bin so... Mein Orientierungssinn ist so schlecht. So. Ja, hier wollen wir hin. Ach, wie niedlich. Ja, ja, beeil dich. Okay. Wir können jetzt das Messer benutzen. Ich könnte einfach den Luftschlauch durchschneiden. Das könnte schon schiefgehen.
Oh, Junge. Keine Luft. Ersticke. Im Weltraum. Das war's. Absolut wert. Verflixt. Also das hat nicht funktioniert. Yeah, your suicide mission failed. David, bitteschön. Ich könnte einfach den Luftschlauch durchschneiden. Ich könnte einfach den Luftschlauch durchschneiden. Durchschneiden ist to cut through. Und Luftschlauch is an air hose. So durchschneiden is a separable verb, literally through, cut. And because it's separable, we have to emphasize the prefix. When you say it's a Luftschneiden. Ich meine durchschneiden. I'm reading two words at a time. And Luftschlauch, you can see from the blue, is masculine. We have the accusative case. It's the direct object of the sentence. This is why we have den. Yeah. So I could just cut the air hose with that. Einfach in this case means just, not easy. Was könnte schon schief gehen? Was könnte schon schiefgehen? What could go wrong? Schief gehen means to go wrong. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, boy. Keine Luft. Keine Luft. No air, panting. Stücke im Weltraum. Ersticke im Weltraum. Remember, whenever there's an S before a T, it's a sh sound, so ersticke. Yeah. So he's suffocating in space. Der Weltraum, as in outer space, yeah. Not any kind of space. Das war's absolut wert. Das war es absolut wert. That was absolutely worth it. Be careful with the A sound. Make sure if you're an English speaker, especially, to open your mouth and say va and not wa. Yeah, va. Keuch is gasps. Flixt. So this is a mild way to say damned, yeah. Also, wir probieren noch einmal. Aber jetzt benutzen wir zuerst den Sauerstoff. Mal sehen, ob das passt. Komm schon. Richtig gut. Und jetzt können wir den Schlauch durchschneiden. Es geht los! Und jetzt die Schlagsahnekanone. Huh! Ich bin frei! Im Weltraum! Okay. Und jetzt? Schön für dich. Mhm. Jordan, bitteschön. Mal sehen, ob das passt. Mal sehen, ob das passt. Let's see if that fits. Be careful with the verb passing.
It doesn't mean to pass like in English, it means to fit. Komm schon. Komm schon. Come on. Atmet tief ein. Atmet tief ein. Das Verb hier ist einatmen, is to inhale. Ein gives it the direction, in, yeah, and atmet is to breathe. So when you breathe in, you're inhaling. Inhales deeply. Tief is deeply. In this case, we know from context that this is an adverb with an ly. But in German, adverbs and adjectives look the same. Richtig gut. Richtig gut. Really good. Es geht los. Es geht los. Das Verb hier ist losgehen, is to go off. It's like saying, here we go. Ich bin frei im Weltraum. Ich bin frei im Weltraum. I'm free in outer space. If you're reading with us here, make sure to show some excitement in your reading to help you remember these things, yeah? Okay, und jetzt? Okay, und jetzt? Okay, now. Und jetzt fliegen wir. So einfach ist das. Hallo, beweg dich bitte. Endlich. Okay, Vielleicht, wenn ich diese Klappe öffnen kann. Geht nicht. Diese blöden, fetten Hände. vielleicht mit einem Messer. Versuchen wir mal... Oh, hey! Oh, oh! Nein! Nicht ins Gesicht! Oder in den Hals! Oder den Körper! Ich bin frei! Frei, diese endlose Leere des Weltalls zu durchschneiden. Phew! Was für eine Erleichterung in vielerlei Hinsicht. Das Messer spricht. Kimberly, bitteschön. Vielleicht, wenn ich diese Klappe öffnen kann. Vielleicht, wenn ich diese Klappe öffnen kann. Maybe if I can open this flap, you might have heard this word Klappe when somebody tells somebody halt die Klappe, as in shut up. Yeah, but this is the literal meaning of Klappe. Now you have actually seen a physical Klappe. Yeah, you can see it here. And it's feminine because it ends with an E. Yeah. Geht nicht. Diese blöden, fetten Hände. Geht nicht. Diese blöden, fetten Hände. Blöd is stupid and Hände is the plural of hand. Yeah, and literally it means goes not, as in it's not working. Yeah, gehen can also mean to work. Yeah. These stupid fat hands. Versuchen wir mal. Versuchen wir mal. So this is how you can say let's do something. You can either say lass uns versuchen, which is more similar to the way you say it in English, or you can just start with the verb and infinitive and then following it by wir. Mal just makes it nice, you know, a lot nice kind of command. So let's try for a bit. Ja, versuchen wir mal. Oh hey, oh nein, nicht ins Gesicht oder nicht in den Hals oder den Körper. Oh hey, oh, nein, nicht ins Gesicht oder in den Hals oder den Körper. Körper, body. Körper. Kör. So you have to flatten your lips to say an U. Yeah,
Körper. So notice first of all, he's basically telling the knife, I think, or whatever was going around his face, not to go to his face, to his neck, or to his anywhere on the body. Yeah, and because there was motion, all these prepositions in take the accusative. Yeah, because there were particles, or I think the knife. He was talking to the knife. There was motion. Yeah, so this is why you see Hals is in blue. So it takes den in the accusative, and here you have ins, which is short for in das Gesicht. You can see the orange, so it's smaller. Yeah, same thing here, even though in isn't explicitly written before it, it's implied. Yeah, and Körper is masculine. This is why, again, you have den. So, hey, oh no, not in the face, or the neck, or the body. Ich bin frei, frei, diese endlose Leere des Weltalls zu durchschneiden. That was a very good voice. Vielen Dank. Ich bin frei, frei, diese Endloslehre des Weltalls zu durchschneiden. Genau. Schneiden. So the knife is really happy that he's free. Yeah, he's talking about, I am free to cut through this endless emptiness, die Leere, emptiness, of the universe. Yeah. Des Weltalls, because we have of the, this is the genitive case, of, yeah. This is why we have the brown here. Whew. It's nice to learn these sounds in German. It makes it more fun, yeah. Was für eine Erleichterung in vielerlei Hinsicht. Was für eine Erleichterung in vielerlei Hinsicht. Yeah, so remember the simple word feel, start with that. Vielerlei. Exactly. A lot of the times German words are like puzzles. You just have to develop a sense of where to cut them, yeah. You can recognize some of the words probably, and the more words you know, the easier that gets. Yeah, this is why we keep gathering and collecting words here. So what a relief, die Erleichterung. I'm sure you have memorized by now that UNG gives most words the feminine gender. Yeah, and für always takes the accusative. This is why we have eine with an e at the end. And he's like, what a relief in many ways, because he was happy that he wasn't cut by the knife, but also he finds the knife a bit creepy. So that's why he's super happy. All right, now that we have added 26 words to the vocabulary list, let's practice them a bit with matching of words. If this is your first time playing with us, send me your answers live on chat. Send me just the numbers on the left corresponding to the ones on the right. And if this is your first time as well and you're watching this after the live, subscribe to my channel to learn German games and click the bell button to be notified whenever we start streaming. You benefit a lot when you watch us live, yeah? Also, fangen wir an. Let's start. Joshua in chat says outside. 9 and 15. Also, die Schlagsahne Whipped Cream. Ja, bitte, Colleen. Draußen, outside. Draußen, outside. Die Küche, the kitchen. Die Küche, make sure to pronounce it with an open mouth without any vibration in the back of your throat, because the CH comes after an U. So Küche, yeah. Your upper and lower teeth should not be touching. Die Küche, the kitchen. Schiefgehen, to go wrong. Schiefgehen. Was könnte schiefgehen? Durchschneiden. Durchschneiden. To get through. Durchschneiden, to cut through. Gehören, to belong. Gehören, to belong. Verschwenden, to waste. Verschwenden, to waste. Ersticken, to suffocate. Ersticken, to suffocate.
Herumliegen, to lie around. Herumliegen, there's no need for a pause. Herumliegen, to lie around. And der Luftschlauch, the air hose. Now the same thing with short sentences from the real world and some of them from the game. Es ist wirklich teuer. It's really expensive. Ja. Nummer 15. Was ist passiert? What happened? Kannst du dich darum kümmern? Can you take care of it? Versuchen wir mal. Let's try. Mal sehen, ob das passt. Let's see if it fits. Immer mit der Das- Ruhe. Take it easy. Das war es absolut wert. It was absolutely worth it. Ab Lange und nicht. zu. Oh, go ahead. Oh nein, okay. Ab und zu passiert sowas. Something like that happens now and then. Was könnte schon schiefgehen? What could possibly go wrong? Lange nicht zu sehen. Long time no see. Fill in the blanks. Und sie etwas mehr. What verb takes the dative case? Gehört. Ja. Und sie gehört mir. It belongs to me. Vielleicht, wenn ich diese etwas öffnen kann. Klappe. Genau, vielleicht, wenn ich diese Klappe öffnen kann. Maybe if I can open this flap. Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas Gefährliches etwas lassen würde. Herumliegen? Sehr gut. Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas Gefährliches herumliegen lassen würde. I can't believe she would leave something so dangerous lying around. Ich könnte einfach den etwas durchschneiden. Luftschlauch? Luftschlauch. Genau, sehr gut. Ich könnte einfach den Luftschlauch durchschneiden. I could just cut the air hose. Warum verschwende ich Zeit in der etwas, wenn ich draußen im Weltall sein könnte? Küche. Ja, Küche. He doesn't need to eat, so he thinks being outer space is a better use of his time. Warum verschwende ich Zeit in der Küche, wenn ich draußen im Weltall sein könnte? Why am I wasting time in the kitchen when I could be out in outer space? Flashcards. How do you say to waste in German? Verschwenden. Verschwenden, genau, sehr gut. Und was ist das hier? Die Küche. Küche. Küche, eine sehr schöne Küche. How do you say outside Ja. in German? Ja, Draußen. draußen. And the air hose. This is what we wanted to cut. Luftschlauch. Der Luftschlauch. Ja. Und was ist das hier? Die Schlagsahne. Genau, die Schlagsahne, the whipped cream. She said that with such excitement. I think Colleen might slug her. Gehören. Gehören. To belong. Takes the dative, remember that. To lie down. Herumliegen. Genau, herumliegen. And in spoken German, you can also say rumliegen. To go wrong. Schiefgehen. Was könnte schiefgehen? To cut through. Durchschneiden. 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 To suffocate. Ersticken. Ersticken. Remember everybody, the S and the T becomes sh.
Word order. These are sentences that we saw in the game as well. Let's order the words to remember what the sentences were. Ich könnte einfach den Luftschlauch durchschneiden. Sehr gut. I could just cut the air hose. Und sie gehört mir. With a bit of emphasis on mir. Und sie gehört mir. You have to be a bit dramatic to trick your brain to remember these things. And this is actually a really nice trick here to remember that gehören takes a dative. Yeah, because mir is dative. And it belongs to me. Was könnte schon schiefgehen? Was könnte schon schiefgehen? What could possibly go wrong? Was für eine Erleichterung in vielerlei Hinsicht. Genau. What a relief in many ways. Mal sehen, ob das passt. Mal sehen, ob das passt. Let's see if this fits. Sehr gut. Und jetzt spielen wir weiter. Was haben wir denn dabei? Oh ja, wir haben einen Roboter. Ich glaube, Gary möchte danach greifen. Okay, Grabsch Gary. Zeit zu glänzen. Hab keine Angst. Na los! Greif nach der Steuerung. Jawohl, ich habe den Knopf. Los! Guter Junge! Oh, hey! Das reicht, Gary. Wir sollten keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Du bleibst hier und ich drücke den Knopf, wenn es soweit ist. Okay? Schön. Christopher, bitteschön. Ich glaube. Ich glaube. I think, literally I believe. Glaube can mean either think or believe in German. Ich glaube, Gary möchte danach greifen. Ich glaube, Gary möchte danach greifen. So danach gives it a direction. Yeah, and greifen is to grab. So he wants to reach and grab it. If you remember, Gary is the name of the little robot. Okay, Grabsch Gary, Zeit zu glänzen. Okay, Grabsch Gary, Zeit zu glänzen. All right, grabbing Gary, time to shine. As in, time to shine in the spotlight and show us what you can do. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Don't be afraid. Na los, greif nach der Steuerung. Na los, greif nach der Steuerung. Die Steuerung is a control system, but here we have der, because after nach, there's a dative, so die becomes der. Greif is also the verb greifen, but in this case it's the imperative mood. He's giving him a command. This is why it doesn't have anything at the end here. This is how you conjugate. Jawohl, ich habe den Knopf. Jawohl, ich habe den Knopf. Oh yeah, I have the button. Jawohl is sort of like military speak, yeah, or certainly you can say, oh yes sir. Los! Los! Go, come on, guter Junge. Guter Junge. Good boy. Guter takes an ER in this case because Junge is masculine and the full sentence is Du bist ein guter Junge. Yeah, you're a good boy. And whenever you have sein, verb to be, you use the nominative case. So this is why ER is needed for an adjective whenever the noun is masculine. Oh, hey, das reicht, Gary. Oh, hey, das reicht, Gary. Genau, das Verb hier ist reichen. To be enough. Hey, that's enough, Gary. So notice in English, you say that is enough. You are using an adjective. In German, you are using a verb that means to be enough. Reichen.
Wir sollen keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wir sollten keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Ziehen literally means to draw or to pull, so we should not draw or attract attention to ourselves. In English you say to ourselves, in German you say on ourselves, auf uns ziehen. And Aufmerksamkeit ends with kite, that's why it's feminine, and this is why keine takes an E. Du bleibst hier und ich drücke den Knopf, wenn es soweit ist, okay? Du bleibst hier und ich drücke den Knopf, wenn es soweit ist. Okay? Genau. Hier bleiben is a singular verb that's separable, to means to stay here. And drücken is to push. When I push the button, den Knopf, accusative direct object of drücken. Wenn es so weit ist, so weit as in to be as far as we want it to be, which means when we get to the point where we want it to get to, yeah? So when it's time. So, real quick, just to clarify, so soweit can be used both for distance but also time? Yeah. But most of the time you see it like that. Is the way he used it. Yeah. For example, you say something like, soweit mir bekannt ist. Yeah, as far as I know. Okay. Yeah. So it can be used like in a metaphorical sort of sense. Yeah, most of the time, yeah. Or you can say, soweit ich sehe. As far as I can see. Yeah. Ja, nett. Okay, wir kehren jetzt zurück. Leb wohl, Gary. Du warst das beste Geschenk aller Zeiten. Ja, er hört dich nicht. I think once upon a time he was going to put him in the trash can. Ja, jetzt ist er ein Held. Runter bitte. Wo müssen wir hin? Wir müssen da durch, glaube ich. Ja. Teleporter, starten. Darf ich dich zum Nexus teleportieren? Sie ist immer so glücklich. Tschüss. Jetzt nicht mehr. Ach, ja. Ich kann dich leider erst durchlassen, wenn du mit mir zurückreist, um deinen Kopf wiederherzustellen. Okay, ja. Ach ja, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ja, genau. Wir haben die Karte, die wir brauchen. We have the map that we need. If you remember, we wanted to go to the planet Alpha Diaboli. Well, we have the map with us, so we're gonna look at the way it is actually here and try to draw Das it ist die on- Sternenkarte für Alpha Diaboli. You see the dots here, so we're gonna try to draw them ourselves. Wir reden mal. Wohin soll es heute gehen, weiser Commander? Schön, dann eben die gemütliche Sternengruppe. Die Kodierung wird vorbereitet.
Wort- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Aufnahmemessschieber in Position. Webdüsen auf Viskosität. Spindel Ich denke nicht, dass auf sich jemand daran stören würde. Geschwindigkeit. Ich muss das nur ein bisschen Navigationsschalten ändern. ausgegeben in 5, 4, 3, 2, 1. Moment, das ist nicht das Ziel, das ich angegeben hatte. Es tut mir leid, junger Meister. Ich werde das sofort korrigieren. Was ist geschehen? Ich scheine kein Garn mehr zu haben. Demütigend, 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 demütigend. Wow, das hat ihn schwer getroffen. Keine Sorge, Raumweber. Sobald ich die hilflosen Kreaturen gerettet habe, werden wir von Alpha Diaboli verschwinden. Ach nein, er ist tot. Colin, bitteschön. Leb wohl, Gary. Du warst das beste Geschenk aller Zeiten. Leb wohl, Gary. Du warst das beste Geschenk aller Zeiten. Goodbye, Gary, or you can say a farewell, Gary. You are the best gift ever. Now, this is a relatively formal way to say goodbye. Yeah, you can only say it on special occasions. And notice how Geschenk, it's neuter, but the adjective before it takes only an E because we already know that it's neuter from das. Yeah? And Allah has an R at the end because this is the genitive case. So this is best gift of all time, if you want to translate literally. So you have a plural noun after Allah. Plural normally takes an E, but here we have an R because of the genitive. Yeah. Teleporter, starten. Teleporter, starten. So notice how the words here are similar, the way they are written, but they're pronounced very differently. In English you say st, yeah, in German you say st, starten. Darf ich dich zum Texas teleportieren? Darf ich dich zum Nexus teleportieren? Ja, deine Stimme ist viel besser. May I teleport you to the Nexus? Whee! Wow, tschüss. Tschüss. Ich kann dich leider erst durchlassen, wenn du mit mir zurückreist, um deinen Kopf wiederherzustellen. Ich kann dich leider erst durchlassen, wenn du mit mir zurückreist, um deinen Kopf wiederherzustellen. Yeah, let's break up this long sentence. I can, dich, so this is the direct object of the verb, which is durchlassen, to let through. Yeah, so I can only get you through then, so when you with me, travel back. The verb here is zurückreisen, which is to travel back, um deinen Kopf wieder, again, herstellen is to manufacture. So we have the two in between because this is a separable verb. Yeah, wiederherzustellen is to restore. So manufacture again, if you want to remember it literally. I'm afraid I can't let you through until you travel back with me to restore your head. Wohin soll es heute gehen, weise Commander? Wohin soll es heute gehen, weiser Commander? Where shall we go to today, wise commander? So wohin, the difference between wohin is like where to. Yeah, it gives it more of a direction. Schön, dann eben die gemütliche Sternengruppe. Schön. Dann eben die gemütliche Sternengruppe. Fine, then just the cozy group of stars. Eben in this case is like it's showing a feeling of giving up, yeah. So he's surrendering. Die Kodierung wird vorbereitet. Die Codierung wird vorbereitet. Die Kodierung.
decoding is being prepared. This kind of formulation of sentences you will see a lot whenever you open any kind of app or piece of software in German. If you wanna, whenever you have something like continuing, preparing, something with ing in English, because there's no continuous tense in German, you normally see this kind of construction. Yeah, Dekodieren wird vorbereitet. So something like a sentence like that in a machine or a piece of software in English, you would see it as preparing, dot, 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 yeah. This one word, preparing in German, or like decoding, yeah. Normally it's a bit longer in German whenever they translate it. Verb und Gewebe, Antrieb werden initialisiert. Verb und Gewebe, Antrieb werden Initialisiert, ja, genau. So warp and fabric drive are initialized. Aufnahme, Messschieber in Position. Aufnahme, Messschieber in Position. Recording calipers in position. Webdüsen auf Viskosität. Webdüsen auf Viskosität. Yeah, so obviously these are very technical words. You're just understanding them to follow the story. They're not very useful if you're a beginner or an intermediate learner. Spindel auf Geschwindigkeit. Spindel auf Geschwindigkeit. Spindle, again here, they look very similar, but they are pronounced differently. In English you say spindle, in German Spindel. Und die Geschwindigkeit Speed. Ich denke nicht, dass sich jemand daran stören würde. Ich denke nicht, dass sich jemand daran stören würde. I don't think anybody would mind. So this is when we were trying to change the map. Yeah. Navigationsschall wird ausgegeben in 5. Navigationsschall wird ausgegeben in 5. Navigation scarf is printed out or output in 5. Ich muss das nur ein bisschen ändern. Ich muss das nur ein bisschen ändern. I'm going to use this opportunity here to help you pronounce this common verb, bisschen. You might actually think that you have to cut it here, but this is actually wrong. You have to cut it here, because what she's actually saying is a small bite. Yeah, the first word is bis. Yeah, bis. And you want to make it like a small bite to make it something tiny, like a bit. You say bisschen. So at this point here, in the middle of the word, you have to open your mouth and not let your upper and lower teeth touch to say it authentically and impress your German friends. Bisschen, ja, bisschen. Ich muss das nur ein bisschen ändern. I just need to change it a little bit. Moment, das ist nicht das Ziel, das ich angegeben hatte. Moment, das ist nicht das Ziel, das ich angegeben hatte. Genau, exactly. Wait. This is not the destination I had specified. The verb here is angeben, which in this context means to specify. Also notice how because of das here, hatte, the conjugated verb goes all the way to the end. Es tut mir leid, junger Meister. Ich werde das sofort korrigieren. Es tut mir leid, junger Meister. Ich werde das sofort korrigieren. I'm sorry, young master. I will correct that immediately. Was ist geschehen? Ich scheine kein Garn mehr zu haben. Was ist geschehen? Ich scheine kein Garn mehr zu haben. What happened? I seem to be out of yarn. So very conveniently, we are stuck now at the location that we want to be at in the first place. So we're not going back. That's one of the major differences between a game and real life. And in games, it's much easier to succeed. Demütigend, 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 demütigend. Demütigen, 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 demütigen.
So this is an adjective from the verb demütigen, to humiliate. So he's saying this is humiliating. And then after that, the game tells us Zusammenbruch, breakdown. Wow, das hat ihn schwer getroffen. Wow, das hat ihn schwer getroffen. Genau, treffen in this case means to hit. So this hit him hard. Keine Sorge, Raumweber. Sobald ich die hilflosen Kreaturen gerettet habe, werden wir von Alpha Diaboli verschwinden. Keine Sorge, Raumweber. Sobald ich die hilflosen Kreaturen gerettet habe, werden wir von Alpha Diaboli verschwinden. Genau, so not to worry, keine Sorge. Yeah, this is if you're used to saying kein Problem. You can substitute it in most cases with keine Sorge. It's a bit less formal though. So don't worry, Space Weaver. As soon as I have rescued the helpless creatures, we will disappear from Alpha Diaboli. Notice here the comma tells you that this first part is the number 1 position. Yeah, and then we get the verb in the second position. It's important to notice these things in every single sentence you see, so it becomes part of you. So when you're watching this again offline, make sure to pause at every sentence, try to read it yourself. Yeah, don't go as quickly as we do. We go quickly to be able to follow the conversation and get used to real life, because in real life, everybody has the patience to wait for you. Yeah, that's just reality. All right, we have added 55 words today to the vocabulary list. Let's practice a little bit. Durchschneiden. To cut through. Sehr gut. Die Küche. Küche. The The kitchen. kitchen. Ersticken, to suffocate. I was sure you were going to go with die Schlagsahne, but it's in die Küche. Draußen, outside. Schiefgehen. Was könnte schiefgehen? What could go wrong? To go wrong. Gehören. Luftschlauch. To belong. Air hose. Der Luftschlauch, der Air hose. Air hose. Herumliegen, to lie around. Und verschwenden, to waste. Die Kodierung wird vorbereitet. Decoding is being prepared. Mal sehen, ob das passt. Let's see if this fits. Versuchen wir mal. Let's try. Jawohl, ich habe den Kopf. Yes, I have the button. Knopf, ich habe den Knopf. Kopf. Knopf. Hab keine Angst. Don't be afraid. Ich denke nicht, dass sie jemand daran stören würde. I don't think anyone would mind. Navigationsschal wird ausgegeben in 5. Navigation scarf is printed out in 5. Was könnte schon schiefgehen? What could possibly go wrong? Das war es absolut wert. It was absolutely worth it. Ich muss das nur ein bisschen ändern. I just need to change it a little bit. Bisschen. Es tut mir leid, Junge, etwas. Ich werde das sofort korrigieren. What's missing here? Meister. Meister. Genau. Es tut mir leid, junger Meister. I'm sorry, young master. I will correct that immediately. Sofort.
Ich denke nicht, dass sich jemand daran etwas würde. So weit. Stören? Stören, ja, ich denke nicht, dass sich jemand daran stören würde. I don't think anyone would mind, or I don't think that would bother anybody. Und sie etwas mir. Gehört. Gehört. Und sie gehört mir. And it belongs to me. Was ist geschehen? Ich scheine kein etwas mehr zu haben. Oh, gone. Ja, ich scheine kein Garn mehr zu haben. What happened? Geschehen. It's like, was ist passiert? I seem to be out of yarn. Wir sollten keine etwas auf uns ziehen. Aufmerksamkeit. Sehr gut, wir sollten keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. We should not draw or attract attention to ourselves. To suffocate, how do you say that in German? Ersticken. Ersticken. Outside. Draußen. Draußen. Und was ist das? Die Küche. Die Küche. To belong. Gehören. Gehören. The air hose. Der Luftschlauch. The most important word we learned today. Der Luftschlauch. Mhm. Actually, this one is the most important word. The Die actual. Schlagsahne. Schlagsahne. Die Schlagsahne. To waste. Verschwenden. Verschwenden. Verschwende die Schlagsahne nicht. Genau. Oder Durchschneiden. den Schlagsahne. Schneiden. Durchschneiden. Die Schlagsahne, ja. Ja. To go wrong. Ich habe Schiefgehen. schief gegangen. Schiefgehen. To lie around. Herumliegen. Herumliegen or rumliegen. Word order. What's the first word here? Was? Ja. Eine. Erleichterung. Erleichterung. In vielerlei Hinsicht. Was für eine Erleichterung in vielerlei Hinsicht. What a relief in many ways. Kimberly? Und- Und? Und sie gehört mir. Und sie gehört mir and it belongs to me. I'm pretty sure nobody will forget this today. Nächster Satz. Jawohl. Ich habe den Knopf. Yes, sir, I have the button. Mal sehen. Ob das passt. Mal sehen, ob das passt. Let's see if this fits. Darf ich dich zum Nexus teleportieren? May I teleport you to the Nexus? Awesome. That was our game for today. We did a lot of progress. Thank you for watching. If you still have any questions, I'm sure you have a lot of them. Ask me in the comments below and I'll make sure to answer them. But before you do that, like this video, that helps me a lot, and share it with your friends learning German. And if you haven't subscribed, remember to subscribe to Learn German Games and click the bell button so you get notified next time we go live.